Ikigai ist die Erfüllung des Lebens. Ikigai is really knowing what you value in your life. Schnell und immer schneller. Die Welt dreht sich in rasender Geschwindigkeit, so scheint es. Es wird Morgen, es wird Nacht, ein ewiger Kreislauf. Alles dreht sich weiter und man selbst kommt kaum noch mit. Was ich beobachte, ist, dass es immer schneller wird. So wie es war, wollte ich nicht weiter existieren. Existieren. Bedeutet das, mitzulaufen in einem großen Strom, immer pünktlich zu Terminen hetzen, nie eine Pause zu machen? It almost feels like, it's a sin to not be like constantly moving and doing stuff. Die moderne Gesellschaft stellt uns allen eine Falle. Und diese Falle ist das Wort Leistung. Vielleicht geht Existieren auch anders. Vielleicht gibt es eine Alternative. Japan. In Tokio, der Hauptstadt, leben fast 14 Millionen Menschen. Unter ihnen gibt es einen, der ein besonderes Leben führt. Denn er hat, was man frei aus dem Japanischen übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt, nennen kann. Er hat Ikigai.千葉清彦です。打楽器をやっております。日本の古典音楽の打楽器と、洋楽の、ウエスタンスタイルのドラムとかパーカッションとかやっています。はい。Wenn Kiyohiko Semba über Musik redet, dann mit Leidenschaft. Sie ist der Sinn seines Lebens, sagt er. Semba ist in Japan seit Jahrzehnten als Musiker bekannt. Er spielte in verschiedenen Bands, komponiert Filmmusik und veröffentlicht Alben. Die Musik ist sein Ikigai und das gibt er weiter, als Musiklehrer an seine SchülerInnen. Die lernen nicht nur, wie man die Instrumente spielt, sondern auch, wie sie zusammengebaut sind, bis ins kleinste Detail. これは小鼓です。鼓という楽器です。これは馬の皮、子馬の皮です。非常に薄い皮です。皮と銅でできています。これが銅です。桜の一本木を削って作ってあります。5種類の音があります。タ、チ、プ、ペ、ポン。まずポンを打ってみましょうね。ポン。タ。チ。プ。ペ。ポー。タチプペポ。タチ。Ikigai. Was genau bedeutet das japanische Lebenskonzept und wie ist es entstanden? Antworten geben kann Yukari Mitsuhashi. Die Journalistin und Autorin kommt aus Tokio, lebt heute in Las Vegas. Für ihr Buch Ikigai, The Japanese Art of a Meaningful Life, hat sie sich lange mit dem Konzept beschäftigt. Ikigai is really knowing what you value in your life or how you spend your time. So by knowing that, I do think that
you kind of have this anchor in your life. Ikigai setzt sich aus 2 japanischen Wörtern zusammen, Iki und Gai. Iki meint Leben. Gai bedeutet Wert oder Nutzen. Zusammengesetzt meint Ikigai also Werte in deinem Leben oder Bedeutung in deinem Leben. So in English, life is life. It means daily life as well as lifetime, like, you know, your life as a whole. But in Japanese, we have 2 words, and we have life as a whole, but also another word called seikatsu, which means like daily life. And I do think that in the Japanese culture and amongst Japanese people, ikigai is used more in terms of like purpose or meaning in your daily life, not a life as a whole. So the word ikigai came about in Heian period, which is like 1,500 years ago, long time ago. Gai comes from shell. It's a Japanese word for shell. And at the time, shell was very valuable, and artists would decorate it, and they would have like games using shell. So shell was deemed very valuable. So they put the 2 words together, ikigai, meaning values in life. Yeah, so that's how the word came about, and it's existed ever since. Ikigai ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Das sagt der Japaner Ken Mogi. Mogi ist Neurowissenschaftler und hat ein Buch über Ikigai geschrieben. Er definiert 5 Säulen, aus denen Ikigai besteht. Säule 1 heißt Kleinanfang. Die 2. Säule ist Loslassen lernen. Säule Nummer 3 fordert, Harmonie und Nachhaltigkeit zu leben. Die 4. Säule heißt, die Freude an kleinen Dingen entdecken, und Säule 5 beschreibt das im Hier und Jetzt sein. Wenn wir jung sind, fangen wir immer wieder neu mit etwas an. Wir lernen zu laufen, zu sprechen, finden Hobbys und später einen Beruf. Diese Neugier ist ein Kernelement von Ikigai. Je länger wir etwas ausüben, desto besser werden wir darin. Beim Kleinanfang geht es um den Weg, nicht das Ziel. Jeder einzelne Schritt einer Handlung soll bewusst ausgeführt werden, auch wenn Perfektion nie das Ziel ist. Um glücklich zu sein, muss man sich selbst akzeptieren, sagt Ken Mogi. Das ist nicht einfach, vor allem dann nicht, wenn die bessere Version von uns selbst in unserem Kopf wohnt. Nach der Ikigai-Philosophie wollen wir keine andere Person sein als wir selbst. Eine bessere Version von uns ist eine Illusion. Und nach der 2. Ikigai-Säule müssen wir deshalb eins tun: loslassen. Harmonie und Nachhaltigkeit, sagt Ken Mogi, gehören zu den am besten gehüteten Geheimnissen Japans. Die Menschen dort lebten in Harmonie mit der Natur, ihrem Umfeld und der Gesellschaft. Das japanische Ideal eines sinnvollen Lebens sei bodenständig. Was auch immer man tut, soll nachhaltig sein. Arbeiten, Freundschaften knüpfen, den Alltag leben. So können die Menschen ihrem Leben einen Sinn geben. Sie leben dann in Harmonie mit der Gesellschaft und der Natur. Ikigai unterscheidet nicht zwischen den großen Zielen im Leben und den Dingen, die uns im Alltag glücklich machen. Alltägliche Erlebnisse sind genauso wichtig wie große Errungenschaften. Auch das Laufengehen oder die Tasse Kaffee am Morgen können Ikigai sein. Nur im Großen zu denken, liegt Menschen mit Ikigai fern. In Gesprächen mit PatientInnen stellt die Heilpraktikerin Yvonne Grieshaber oft das Gegenteil fest. Es wird immer im Großen gedacht, also das Alltägliche. Die Tasse Kaffee, die glücklich macht, oder der Moment, eine Sonnenblume zu sehen, der geht verloren. Meine Arbeit bezieht sich hier ganz viel darauf, die kleinen Dinge wieder greifbarer werden zu machen, sichtbarer werden zu lassen.
Kinder leben im Augenblick, im Hier und Jetzt, sagt Ken Mogi. Das können auch erwachsene Menschen schaffen. I do think in Japan, at least where I'm from Tokyo, so it's like the busiest place ever, where there's always new things happening. It almost feels like, you know, it's a sin to not be like constantly moving and doing stuff. But now there is the other, I guess, trend of like stopping, you know, taking a moment, meditating, living slow type of thing. Dass im Hier und Jetzt zu leben gar nicht so schwierig ist, weiß Reinhard Zöllner. Er ist Professor für Japanologie in Bonn und hat Japan schon oft besucht. Das Schönste, was ich persönlich von einem japanischen Denker dazu erfahren habe, das ist ein buddhistischer Mönch gewesen, der so im 17. Jahrhundert gesagt hat, also Glück ist, wenn ich vor mir eine Schale mit Sake habe, hinter mir im Rücken einen Pfeiler, an den ich mich anlehnen kann und dann neben mir einen lieben Gast. Das hat mich unheimlich beeindruckt, weil das ein Spruch ist, den, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr universal geltende Beschreibung von Lebensglück. Das Konzept Ikigai stammt zwar aus Japan. Das, was Ikigai ausmacht, können aber Menschen auf der ganzen Welt haben. Rund 9000 Kilometer von Tokio entfernt, in Düsseldorf, lebt die Künstlerin und Teeverkäuferin Anna Friedl. Erfüllung hat sie unter anderem in ihrem Teestudio Anmo gefunden. Anmo bedeutet mir eigentlich, dass es ein Ort ist, wo eigentlich all diese Interessen, die ich mit dieser Leidenschaft betreibe, wo ich zusammenkomme in einem Raum, in einem Ort, der mein Ort ist, definiert durch diese Haltung und wo ich auch mit den Menschen zusammenarbeiten kann oder denen begegnen kann, die ähnlich denken. Mit 14 Jahren beschäftigte Anna Friedl sich das erste Mal mit Heilkräutern. Später lernte sie durch ihren chinesischen Arzt und Aufenthalte in China und Japan immer mehr über Tee. Heute hat sie das Teestudio, das sie leidenschaftlich führt. Ikigai, es muss was sein, was aus dir rausbrennt, ne? Sozusagen. Das ist ein konstantes Feuer, was anderes. Anna Friedl brennt auch für Anmo. Ihr Geschäft führt sie so, wie sie es möchte. Das Monetäre, das Business steht bei mir absolut nicht im Vordergrund. Da habe ich mich auch schon mit vielen angelegt, weil das halt so, du könntest auch das machen und du könntest dann günstigeren Tee damit. Klar könnte man das machen, aber das machen so viele. Warum soll ich meine Lebenszeit damit verschwenden, etwas zu machen, was mich eben nicht glücklich macht? Den Wunsch, das eigene Leben nicht zu verschwenden. Und den Mut, es zu ändern, um glücklich zu sein. Beides hatte die Düsseldorferin Ramita Kainenburg. Meine Geschichte ist, dass ich früher Gymnasiallehrerin war und schon verbeamtet auf Lebenszeit und mich dann allerdings sehr unglücklich im Beruf gefunden habe. Und für mich war klar, das möchte ich nicht auf Dauer machen. Was Ramita Kainenburg machen möchte, ist Shendo Shiatsu. 1987 ging sie nach Indien und erlernte die Therapieform. Seitdem praktiziert und trainiert Kainenburg Shiatsu. Heute lebt sie in Düsseldorf und weiß, dass ihre Entscheidung, ihren Lebensweg zu ändern, richtig gewesen ist. Das sahen damals nicht alle so. Als ich dann gesagt habe, ich höre jetzt auf mit dem Lehrerberuf, waren alle natürlich sehr entsetzt. Meine schöne Pension und so weiter. Es war für mich aber überhaupt keine Frage. Also nur auf die Rente zu arbeiten und dann, wenn sie dann kommt, eventuell dann entweder gar nicht mehr zu leben oder krank zu sein, das war für mich keine Alternative. Erst Jahre nachdem sie mit Shiatsu begonnen hatte, erfuhr sie von dem Konzept Ikigai und verstand, dass sie es selbst schon seit langem lebt. Das Thema Ikigai habe ich zum ersten Mal gehört, 2015 in
einen Basiskurs, wo ein Teilnehmer war, der ostasiatische Studien oder Wissenschaften studiert hat. Der hat mir gesagt, ja, du hast dein Ikigai gefunden. Shiatsu-Trainerin zu werden war für Kainburg das einzig Richtige. Ihr Leben vorher vermisst sie nicht. So wie es war, wollte ich nicht weiter existieren oder vegetieren oder wie auch immer. If more people knew what their ikigai is and are able to enjoy life more, it would probably lead to a happier or better society. Die moderne Gesellschaft stellt uns allen eine Falle. Und diese Falle ist das Wort Leistung. Der Leistungsgedanke kam auf in dem Moment, wo man die Gesellschaft demokratisiert hat, wo man gesagt hat, in dieser Gesellschaft zählen nicht Herkunft oder ererbte Macht, sondern wir wollen alles gleich verteilen. Aber in dieser Gleichheit gibt es ja doch eine Ungleichheit. Diese Ungleichheit bemessen wir nach der Leistung eines Menschen. Und dieses Leistungsdenken führt dann eben zu einer Orientierung an Karriere, an Macht, an Einfluss, Ansehen. Aber das ist die Falle. Bei jedem und jeder 5. Beschäftigten in Deutschland ist schon einmal eine Depression diagnostiziert worden. Als Gründe gaben die meisten Betroffenen Belastung am Arbeitsplatz, Konflikte mit KollegInnen und die dauerhafte Erreichbarkeit an. Die Zahl der stationär behandelten PatientInnen mit Depressionsdiagnose hat sich zwischen den Jahren 2000 und 2017 mehr als verdoppelt. 2017 wurde bei rund 24.500 Versicherten der kaufmännischen Krankenkasse ein Burnout-Syndrom diagnostiziert. Das ist ein Anstieg von rund 115% gegenüber dem Jahr 2007. Verantwortlich für diesen Anstieg seien laut Studie unter anderem Überbelastung im Beruf, chronischer Stress und Arbeitssucht. Jetzt erreichen wir, dass die Menschen möglichst viel leisten wollen, ohne Rücksicht auf das, was sie leisten können. Und dann kommt es zu Überforderung, dann kommt es zu Burnout, dann kommt es zu Stress. Das ist eine große Angst von ganz vielen Menschen, diesen Leistungsdruck, diese Schnelligkeit, dem nicht standhalten zu können. Dieses hohe Tempo, mit dem wir jeden Tag hier fahren, führt ganz schnell dazu, dass so diese Zeiten der Ruhe, die man ja braucht, um auch mal zu sich zu kommen, dass die nicht gegeben ist und das macht krank. Vor ihrer Zeit als Shiatsu-Trainerin war Ramita Kainburg oft krank. Das änderte sich, als sie begann, Shiatsu auszuüben. Shiatsu auf Deutsch übersetzt heißt Fingerdruck, aber wir arbeiten natürlich nicht nur mit den Fingern, sondern mit den Handballen, mit den Daumen, mit den Ellenbogen, mit Knien, mit Unterarmen, also im Grunde genommen mit nicht ganzem Körpereinsatz, aber doch ziemlich viele Teile. Es geht darum, den Menschen mit einer gewissen Art von Druck zu berühren. Das kann viel oder wenig sein, je nachdem, wie der Körper so ist, was er so aushalten kann. Es geht darum, mit diesem Druck wieder Energie ins Fließen zu bringen, an Stellen, wo sie vielleicht nicht so gut geflossen ist. Shiatsu macht Kainburg glücklich. Genauso wie wenn sie nach der Behandlung hört, wie ihre KursteilnehmerInnen sich fühlen. Vielleicht mögen diejenigen, die gelegen haben, mal sagen, wie sie sich jetzt fühlen im Vergleich zu dem, was vorher war. Ich bin auch wieder so in meiner eigenen Hülle, für mich wieder geborgen. Ich brenne für mich. Es hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber letztendlich ist es das, was ich gelernt habe. Also, wenn man sich selber nicht findet oder mit sich selbst zurechtkommt oder im Frieden ist, dann hat alles andere sowieso keinen Sinn. Um Ikigai wirklich zu verstehen, geht es zurück dorthin, wo das Konzept herkommt. Nach Japan, in das Herz Tokios. Für Kiyohiko Senba macht nicht nur das Musikmachen allein sein Ikigai aus. Ein wichtiger Teil ist auch sein Publikum. やっぱり音楽家なんでお客さんが自分の演奏を聴いて楽しんでくれてたり感動してくれたりするのを見てるのが生きがいですよねやっぱりね、ライフワークでもあるしねやっぱりね。みんなと一緒にエネルギーがお客さんに向かってわーっと放出されていく感じを得た時が一番
生きがい感じますね、そういう時は。ああ、なんか音楽やっててよかったなと思ってね。Wenn andere Menschen seine Musik hören, wirkt Sembas Ikigai sich auf sie aus, berührt sie. Zwischen ihnen entsteht dann eine Verbindung, sagt er. So wie zwischen Lehrer und SchülerInnen beim Musikunterricht. それはそれぞれの人が求めていることじゃないですかね、生きがい、それによってその人々はハッピーになるし、幸せな感じになるというのも、あと満たされるっていうのが生きがいだと思いますね。Ikigai ist genauso vielfältig wie die Menschen selbst, findet Kiyohiko Semba. Was genau Ikigai ausmacht, wird nicht nach Form oder Art bestimmt, sondern danach, was für den einzelnen Menschen wichtig ist. Das kann alles Mögliche sein. Und die meisten Menschen haben sogar mehr als nur ein Ikigai. 生きがいにはちっちゃい生きがいもあるし、大きい生きがいもあるし、ちっちゃい生きがいだったら本当にこのご飯食べるのはすごい生きがいなんだよっていう人もいるし、さっきみたいに世界に対していろいろ考えたりする生きがいもあるし、だから生きがいのない人はいないと思うんですよね。ちっちゃい生きがいでも生きがいはあるので。生きがいを失うということはある。例えばさ、飼っている猫とか犬とかがすごく生きがいだったりするとね、亡くなっちゃったりすると生きがいを失ったなとか思うかもしれないけど、生きがいって多分一つだけじゃないから、いろんな生きがいがあるから、そうやって人間って生きてんじゃないかなと。だからもちろん世界中の人が生きがいを得ることはできると思いますよ。Ikigai kann man überall auf der Welt haben. Egal, ob man im Osten oder im Westen aufwächst. Und auch in Deutschland ist das Konzept eigentlich gar nicht so unbekannt. Ich bin ja der Überzeugung, dass Ikigai im Deutschen sich als Lebensglück oder Lebenssinn ganz gut übersetzen lässt. Insofern kein so ganz fremdes Konzept ist, rein schon sprachlich nicht. Und ich bin sicher, dass es einen Grundbestand sozusagen gibt an Dingen, wo Menschen quer durch alle Kulturen sagen würden, ja okay, das ist ein Weg zum Glück. Die westliche Seite läuft, glaube ich, einen Tacken schneller. In der westlichen Kultur haben wir uns für schneller, höher, weiter entschieden. Wenn man dagegen so ein Konzept wie Ikigai hält, dann hat man tatsächlich ein Modell, das der Leistungsgesellschaft, dem Leistungsdruck dessen, was wir als kapitalistische Gesellschaftsordnung bezeichnen könnten, widerspricht und auch Widerstand leistet. It's for anybody, because it is really about finding meaning and joy in your everyday life. Right? It's not this one grand purpose in your life, which is, how it's misconceived in the Western society. Den Alltag mit Freude zu leben, das bedeutet Ikigai. Ikigai ist kein Karriereratgeber. Außerhalb Japans wird das Konzept aber oft so verstanden. Woher kommt das? Ikigai really became trendy after, the Venn diagram? The overlapping circles, and there's a ikigai in the middle. But I found out that it's actually someone, I think it's UK blogger, who just took the word purpose in the middle out and replaced it with ikigai. In that definition, it's very limited and it has to be something to do with work, which is definitely not the case. But that diagram, people just love that kind of, I don't know what it is, but they just found it fascinating. And I think people maybe were looking for another word for purpose. It's wrong. The Venn diagram is wrong if you're going to put ikigai in the middle. But if it wasn't for that Venn diagram, ikigai would probably be like an unknown word in Western society. So it did something. Ikigai können also alle Menschen haben. Und ob sie damit Geld verdienen oder nicht, ist völlig egal. Aber nach einem Konzept zu leben, ist vielleicht nicht für alle der richtige Weg. Es gibt bestimmt Menschen, die mit so einer Philosophie als Anleitung gut zurechtkommen. Es gibt aber auch genauso viele Menschen, für die das wieder eine Aufgabe ist, wieder etwas, was sie leisten müssen. Für manche ist es Riesenstress und bedeutet ganz viel vielleicht Versagen, wenn es nicht so klappt.
Und ganz andere wiederum sind glücklich, so ein Konzept zu haben und lernen nach und nach dann damit zu leben und auch gut zu leben. Anna Friedl hat das, was Ikigai genannt werden kann. Sie hat aber nie versucht, das Konzept an sich zu erfüllen oder sich an ihm zu orientieren. Wenn du versuchst, nach einem Konzept, nach einer Vorstellung eines anderen zu leben, ist es sehr starr. Es kann nur scheitern letztendlich, weil jeder von uns sich weiterentwickelt. Das Gute an dem Wort oder an dieser Bezeichnung ist vielleicht, dass man manchmal merkt, das ist das, was ich mache oder das ist das, was mir gefällt. Wenn das so ist und man das schon tut, dann ist das ja auch gar kein, also dann weiß man, es gibt in irgendeiner anderen Sprache dafür einen Begriff. Aber diese Vorstellung, ich lebe, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, ich komme auf diesen Begriff und sage, jetzt möchte ich so leben, dann bin ich vielleicht glücklicher. Das schließt ja alles das aus, was ich bisher gemacht habe. Und dass das halt nicht zum nächsten Lifestyle-Diktat wird, ne? Deswegen lehne ich, glaube ich, so eine grundsätzliche Begrifflichkeit dessen ab. Friedl führt ihr Teestudio allein. Das kostet viel Zeit, viel Mühe. Aber die ist es ihr wert. Ja, meine Kunst ist letztendlich die Grundlage für alles. Und dadurch, dass ich mit Kunst aufgewachsen bin, ist das halt immer ein großer Teil von meinem Leben gewesen. Ne? Ich freue mich jeden Morgen einfach auf den nächsten Tag. Ein Spaziergang in der Natur oder bei Regen in der Nacht. Die Tasse Tee am Morgen, Sonnenlicht, das Lieblingsessen, Zeit mit FreundInnen oder der Familie. Der Grund, morgens aufzustehen, kann in vielem stecken und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Alles, was das Leben wirklich lebenswert macht, das ist Ikigai. Der Weg zu Ikigai ist für jeden anders und auch einzigartig. It would be a good exercise to do to kind of like look back at your life at maybe different stages in your life and see what you brought joy to yourself. Um was Ähnliches wie Ikigai oder eben Ikigai für sich selbst zu finden, ist meiner Meinung nach der direkteste Weg, indem man einfach eben anfängt wahrzunehmen, was die eigenen Bedürfnisse sind und die dann kompromisslos anfängt zu leben. 生きがいがないとね、やっぱりね、人間人生生きていてもつまんないんで、まさに生きがいっていうぐらいですから、生きてる会ですからね。生きがい大事ですよ。皆さんもぜひ持ってると思いますけどね、生きがいみんな。